bitte schnell neue Aufmerksamkeit, bitte, merci. Wir haben schon gerade alle hier versammelt sind wieder mal und sogar unser Hausjurist uns der erweist. Habe ich gedacht, sage ich noch 2 Infos, die alle betreffen. Das erspart mir die Mühe für ein weiteres Hausmeister-Infotreff. Ja, etwa die nächste Hausmeisterin-Info 328c. Aha, merci für den. Aber man muss ja für Recht und Ordnung schauen, bei diesem Sauhaufen da. Vor allem dieser Studentenwege, der immer noch nicht weiss, dass die Köderabfuhr am Montag kommt und nicht am Dienstag. Ja, ist gut. Also was gibt es? Jetzt etwa wieder einen neuen, mysteriösen Wasserfleck auf der Wäschmaschine? Tito, lass doch jetzt mal meine Frau losreden. Sonst geht es hier noch ewig. 20 Minuten Batterie-Match, aber ich muss schauen. Oh, wer? Darf ich schauen? Seid endlich still, bitte. Vor allem ihr zwei. Ich muss mich für meine Familie schämen. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Wir haben Ratten im Haus. Es ist mir rätselhaft, wie das passieren konnte. Etwas schlecht geputzt, hä? Aber die Indizien sind ganz klar. Meine Bissuntersuchungen, Google sei Dank, haben ganz klar ergeben, Ratten. Ja, und jetzt? Ich werde natürlich sofort alle Massnahmen treffen. Ich bin auch mit der Eigentümerin, Frau Jager, in engem Kontakt. Ich werde durch Absegnung mit ihr ein Rattenreglement erstellen. Ihr werdet das spätestens morgen am Infobrett finden. Ich bitte schon jetzt um Kooperation. Mit so etwas ist nichts gespassen. Judy Hui, ein neues Reglement mehr. Nein, ganz ehrlich, es hat jetzt nicht keinen Quadratzentimeter mehr Platz am Infobrett. Also ich finde es im Fall super, haben wir so eine engagierte Hauswärtin wie Tatlita. Und ich bin dir so dankbar, dass du das Rattenproblem lösen willst, weil ich meine, hallo, bin ich wirklich hier die Einzige, die die Viecher wirklich so apartig grusig findet. Oh mein Gott, was mache ich, wenn ich die Ratten irgendwo sehe? Ich meine, die können ja überall sein. Und Vito, ich werde vielleicht ohnmächtig. Nein, ihr müsst gar nicht so lachen, weil im Fall Ratten sind wirklich gefährliche Tiere. Ein Kollege von mir, also eigentlich ist es ein Kollege von neue Freundin von meinem Ex, aber das ist eigentlich voll egal. Auf jeden Fall, der Kollege, der hat im Fall mal einen Rattenbiss gehabt und dann hat er uns mit Ambulanz ins Spital. Mal, voll! Bitte, kann meine Frau weiterreden, sonst geht es hier noch ewig. Was ist die gute Nachricht? Ja, genau. Ich habe ja gesagt, es hat auch noch eine gute Nachricht. Und zwar ist es so, dass wir einen Untermieter gefunden für die Wohnung von Frau Karlen. Gott hab sie selig. Es ist ein junger, lediger Sanitär. Ich habe den Namen gerade vergessen. Irgendwie. Ja, Jannik Schlager, glaube ich. Ja, Jannik Schlager, genau. Er zieht nach Samstag ein. Bitte seid einfach lieb zu ihm. Wir wollen hier den Hausfrieden wahren. Wenn wir schon gerade bei den offiziellen Informationen sind, dann habe ich auch noch gerade eine. Leider nicht so eine gute. Wie ihr wisst, gehen ja die Ölpreise durch die Decke auf. Das zwingt mich wiederum eine Erhöhung der Nebenkosten anzunehmen. Nein, kannst du nicht. Ich weiss. Das kann jetzt auch nicht sein. Es tut mir leid, das ist ein Seich. Aber ich kann euch versichern, ich werde alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um für uns den besten Deal rauszuholen. Ich habe da meine Beziehungen. Ihr werdet in den nächsten Tagen die neuen Nebenkostenabrechnungen, die Kontozahlungsauswirkungen und den Einzahlungsschein im Briefkasten haben. Aber hey, ich bin für euch da. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte auf mich zu. Super, merci vielmals, Hermann. Dann würde ich sagen, ist der Denkkäufer offiziell beendet. Tut euch bitte Gläser und Fläschchen und Becherchen verräumen und einfach super hinterlassen. Merci vielmals an dieser Stelle. Kann das echt wirklich sein mit diesen Heizkosten? Das ist schon wieder eine Erhöhung. Das kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Ich meine auch, mit diesen ganzen Abrechnungen, da kommt ja niemand raus. Ja, aber ich bin einfach froh, dass er, der rauskommt, das macht für uns. Ja, egal wie die rauskommen, das ist ja das Problem. Die nehmen die anderen alle aus und das zu ihrem Vorteil nutzen. Du kennst das ja vom Bau, dort wird ja beschissen wie fürs Loch.
Also ganz ehrlich, so schlimm finde ich das jetzt also nicht. Kater, wie geht's Heckerhändler? Ja, und das Mühsamste ist einfach, weißt, dass ich nicht mehr recht schlafen kann. Und das jetzt wirklich auch schon seit Jahren. Und es ist hier, weißt du, die rechte Seite, das ist alles so verspannt, das ist wie Beton. Das ist doch so komisch, da muss man doch etwas machen dagegen. Ja, das habe ich am Anfang auch noch gedacht. Aber weißt, nach x Terminen, Akupunktur, MRIs, Experten da, Experten dort. Ich habe einfach langsam die Hoffnung auch ein bisschen verloren, dass es da noch etwas gibt. Ja, das glaube ich. Und dein Job im Blumenparadies, geht das noch? Dann musste ich jetzt eben leider auch kündigen. Weißt, man hat ja vielleicht das Gefühl, dass Floristin nicht so ein anstrengender Beruf ist, aber es ist wirklich nicht mehr gegangen. Also, sie haben mir es dann auch nahegelegt, dass ich halt so kündigen will. Du musst halt gleich mega mordsschwere Kübel umtragen und stehen tust auch einfach den ganzen Tag. Das ist wirklich, ja, das ist nicht mehr gegangen. Was machst du jetzt? Ja, jetzt bin ich mit IV am Schauen, aber hey, sagen dir, das ist so ein Gestürm. Und die sperren sich einfach überall, weil halt nicht ganz klar ist, was für eine Diagnose das ich habe. Weisst du, der Kollege, der ist ja von dieser Ratte gebissen worden. Nachher ist er eben mit Blaulicht ins Spital. Und dann haben sie der zum Glück herausgefunden, dass es so eine Starkkrampfimpfung hatte. Weißt du, einmal, das wollte ich dir eigentlich auch noch erzählen. Einmal habe ich so ein YouTube-Video gesehen von Ratten, die so Krankheiten übertragen können. Hast du das gewusst? Ich meine, so ganze Epidemien, weißt du, es war so ein Völkchen, ich glaube Chinesen, oder sie waren Römer. Ich weiss nicht, das ist jetzt gleich. Auf jeden Fall, hey, ich finde eigentlich, wir müssen wirklich etwas machen. Oder, nein, aber weißt du, was das Problem ist? Weil der Tito, der ist so ein Chaot. Manchmal lässt er einfach die Wohnungstür offen. Oh mein Gott! Und dann kommt die Ratte in seine Wohnung. Oh nein! Bernie, haben wir nicht irgendwie so ein Schloss, weißt du, so einen Türstopper, wenn die Tür wie aufgeht, dass sie dann automatisch wieder zugehen? Aber nicht beschlossen, sonst kommt man ja nicht mehr rein. Haben wir so etwas? Oder, oh, ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es mit Überwachungskamera überall? Oder was meinst du eigentlich? Bernie? Sorry, ja, was? Habt ihr keine Rattenfall? Mal sehe ich genau nicht. Nein, bitte verkaufen. Du musst die so rasch wie möglich verkaufen. Jetzt geht nicht so Zeit für ein längeres Gespräch. Ist nicht günstig. Lass, ich tue dir noch einmal anrufen. Das ist gut. Perfekt. Alles klar. Danke. Danke, Xavu. Ciao, ciao. Oh. Heiter, bist du das gesehen? Excuse, das habe ich nicht wollen, Herr Kaiser. Alles gut. Das ist halb so schlimm. Für was bist du eigentlich die ganze Zeit am Trainieren? Für den FC wird eben gerne die erste Mannschaft. Der Trainer hat gesagt, es wäre knapp, es wollen viele Leute. Mhm. Im FC? Ha. Wie heisst denn dein Trainer? Bramovic, kennt ihr den? Die Frau? Ja, der Miro, den kenne ich, klar. Weisst, ich kenne Haufen Leute, das ist wichtig in meinem Job. Ich könnte dir mal ein gutes Wort für dich legen. Weisst, der schuldet mir noch etwas. Steff, Luke, wie heisst es schon wieder? Marc. Also gut. Marc, wir machen es so. Ich tue ein gutes Wort für dich legen, aber du musst mir gleich weiter trainieren, gell? Ja. Wenn du nur den Leuten die Gläser aus der Hand schiessen, wird es dann nichts, dann wird es schwierig. Okay? Ja, merci vielmals. Ade, Herr Kaiser. Schon gut. So, Golf. Vor des FCB in der zweiten Halbzeit ersichtlich. Es ist alles für die Young Boys gelaufen. Schick sprintet. Er hat viel Platz, denn die Barca sprinten nicht mit. Er kann seelenruhig in den Strafraum hineinfahren. Respektive laufen. 6:1. Eieieiei. So, das Rattenreglement ist fertig. Jetzt machen wir dem Pflichtsleben schwer, ich sage nichts. Was ist das für ein Reglement? Ja, machen! Nein! Hey, Das hättest du noch besser gemacht. jetzt ein bisschen leiser da hängen, bitte. Das Reglement sagt, was alle Bewohner müssen machen. Dann findet das Tier kein Fressen mehr im ganzen Haus und dann verlässt sie das Haus auch bald. Aber du stellst dir kein Gift mehr, gell, Mami? Weil Ratten sind gar nicht so böse Tiere. Nein, Gift habe ich noch keins, aber das weißt du schon von Ratten, Liebes. Hat eigentlich noch niemand gemerkt, dass wir schon keinen Kontakt mehr haben seit 2 Jahren von dieser Frau Jacker? Was kann ich denn dafür, wenn sich die nie meldet?
Und ihre Telefonnummer ist ungültig, die Adresse stimmt auch nicht mehr. Das ist ja schliesslich ihr Haus. Aber ich denke, sie denkt auch, dass ich meinen Job gut mache. Mein Auswärtslohn kommt dann auch einen Monat drauf. Die ist doch sicher schon lange gestorben. Selbst wenn es so wäre, dann sorge ich halt allein für Recht und Ordnung. Es geht die heute ja noch auseinander. Besser du als ich. Oh, ich hätte Geduld nicht mit diesen Bewohnern. Janine hat mich vorhin wieder vollgelabert. Über was? Keine Ahnung, weiss doch nicht. Ich habe doch der nicht zugelassen. Das kann ich mir gut vorstellen, das ist ja sowieso nie zu. Gut, mir war nicht besser. Die Händler hat gejammert, die Rückenprobleme und Probleme mit der IV. Wenn nicht die IV wäre, würde ich keinen Rappen geben, sagt das Fußmädchen das. Die simuliert doch nur um. Und jetzt hat sie nur ihren Job gekündigt. Ja, wenn du die IV wärst, dann würdest du auch niemandem Geld geben. Ja, bei euch in der Gemeindeverwaltung würde ich gerade ein paar von ihren Sesseln klepfen, sagt es. Ja, du wärst am liebsten die IV, die Polizei und die Preispräsidentin zusammen. Könnt ihr bitte ein bisschen leisiger sein? Ich möchte mich hier gerne auf die Mathe-Aufgabe konzentrieren. Und ich will sowieso noch ein bisschen auf Insta. Oh ja, ich habe heute auch noch keinen Film geschaut. So viel Bildschirmzeit ist einfach gar nicht gut. Und außerdem, Svea, die Mathe hast du von letzter Woche. Haben wir doch gesagt, die Woche gibt es keine Gamezeit mehr. Aber es ist jetzt Freitagabend und die Woche ist vorbei. Alles nur wegen dem scheiß Mathe. Schau mal, die zwei hocken schon die ganze Zeit vor dem Fernsehen. Und bei denen sagst du nichts. Das ist nicht Fernsehen, das ist Sport. Ja, weil es die Bewegung auch gut tut, ich sage es. Vor allem im älteren Volk. Lass mich doch in Ruhe. Es ist Freitagabend, da doch die Fernsehen schauen oder ein bisschen gamen. Scheiter als dass sie draussen auf der Straße rumlungern und wir wissen nicht, was sie machen. Oh, komm schon! Ich bin eigentlich die Einzige in diesem Haushalt, die mit normalen werden. Hey, machen doch alle, was ihr wollt. Ich will einfach mit den Vorhängen ziehen und der Ton nicht zu laut. Ihr wisst ja, wie es im Quartier immer geschnurrt wird. Also nicht, das heisst, bei Fanis läuft den ganzen Tag der Fernseher. So, ich gehe jetzt das Rattenreglement durchhängen. Oh, ist das schon das neue Reglement jetzt da? Sicher, ich habe ja gesagt, es kommt schnellstmöglichst. Und ich sage dir, sie werden mit Argusauge darauf schauen, dass sie gehalten wird. Besonders bei dir. Ja, das glaube ich. Also man darf keine Pflanzen und Schuhgestelle im Stegenhaus haben. Ja. Ratten, die lieben Schuhe, die gehen sogar anknabbern, aber die Pflanzen lieben sie auch. Ich habe recherchiert. Ja, okay. Und der Kompost, der wird auch aufgelöst. Der ist ja verrissen. Ja, wir haben gedacht, dass das Viech in der näheren Umgebung nichts zu fressen findet. Und Ratten, sie lieben Komposter. Ich weiss nicht genau, ob das der richtige Plural ist von Kompost, aber... Egal. Du hast sowieso nie etwas zum Kompost beigetragen mit deinen Fastfood-Bestellungen auf Fertigpizzas. Na und? Das ist doch nur ein Nebenschauplatz mit dieser Ratte. Die wahren Probleme sollte man angehen. Jerry zwischen Arm und Reich. Die scheiß Oberschicht, die uns herumkommt, hey, für die sind wir nur Kompost. Und der Hermann mit seinen undurchsichtlichen Nebengeschäftchen, da kommt doch niemand raus. Oder kommt schon jemand raus mit dieser Nebenabrechnung? Das wird sicher stimmen. Ja, das wird sicher stimmen. So ein Seich. Wir machen so ein Zeug wegen so einem kleinen Nagetier. So ein Zeug. Das ist wichtig und richtig, was hier läuft. Und außerdem, Frau Jager, die Hausbesitzerin, ist auch ganz dieser Meinung. Ja, die gehört ja genau zu denen, die auf uns herabschauen. Die ist das Problem. Der Kapitalismus ist die wahre Ratte. Der wird hoffentlich auch mal noch erwachsen. Tabitha, du stehst auf der richtigen Seite. Du schaust eben noch für Recht und Ordnung in dieser Welt. Ja, hallo Bruno. Ja, alles gut. Ja, ich konnte das dann gestern wunderbar verkaufen. Ja, gell, die steigenden Ölpreise haben natürlich total in die Hand gespielt. Nein, weißt du, für die bin ich nach wie vor der Held. Ich schaue schon, dass ich mir da Freunde machen kann. Ausser einer ist ein bisschen querulant. Aber da komme ich schon noch in den Griff über. Nein, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, das ist halt auch gut gemacht. Wir können stolz auf uns sein. Haben wir gut gemacht. Ja,
50-50 ist gut. Wie immer. Los, könntest du mir es bitte direkt aufs Kanzleikonto einzahlen und bitte bis am Montag überweisen? Ja, weisst du, das mit diesen Aktien ist ein bisschen in die Hose. Ich bin im Moment ein bisschen in Liquiditätsengpass. Hey, alles im grünen Bereich. Bis zum nächsten Mal. Klar? Passt. Merci, Bruno. Ciao. Tschüss. Ja, Hermann. Du bist aber schon ein cleveres Bürstchen. So, und jetzt noch der Pinsel. Ja. Du musst dein Zeug auch noch wegräumen, Hermann. Nein, ich muss nicht. Was? Warum musst du nicht? Ja, Rattofix. Das ist ein Mittel, das mögen die Ratten nicht verputzen. Und alles, was hinter dieser Linie ist geschützt. Und das funktioniert wirklich? Ja, natürlich. Das ist klinisch getestet und juristisch hieb- und stichfest. Ja, da kann Tabitha noch manches Reglement aufhängen. Hey, das klingt mega cool. Können wir von dem auch ein bisschen haben? Können wir uns da den ganzen Krampf sparen? Ja, sehr gerne. Es wird einfach nicht in der Schweiz produziert. Es ist schwer erhältlich. Ich habe es von einem guten Freund von Afrika. Weil dort gibt es ja viele Ratten. Und der hat mir noch ein Restchen geschickt. Und es tut mir leid, ihr seht, das reicht nur noch für mich. Aber ich kann mir schon mal fragen, ob er noch etwas hat. Oh, das wäre mega lieb. Mal, wenn du fragen könntest. Merci vielmals. Aber komm, Schatz, wir müssen das Teil hier jetzt noch auf den Estrich fugen, weil hier hast du es, können wir es nicht stehen lassen. Oh nein, lieber nicht. Dito haben wir auch so Rattoflix oder irgendwie so etwas. Haben wir auch so etwas? Hallo? Was soll man haben? So ein Mittel, der Kaiser hat jetzt im Stegenhaus vorhin am Pete und der Händler davon erzählt und er hat so bei sich so einen Türrahmen eingestrichen und irgendwie muss er wegen dem sein Zeug, das er vor der Wohnung hat, nicht in die Wohnung reinnehmen, sondern er kann es einfach draussen stehen. Ich habe gedacht, wie genial ist das, wie perfekt, das müssen wir auch haben. Dann können wir unser Zeug dann auch draussen stehen. Das ist doch super, oder nicht? Also was für ein Zaubermittel und vor allem was für Zeug? Ich meine, wir haben gar kein Zeug. Ja, stimmt. Das ist ja gleich. Das Schlimmste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Die Ratte, sie verfolgt mich in meine Träume. Ich habe davon geträumt. Und dann bin ich aufgewacht und dann hat mein Herz bum, bum, bum geschlagen. Schweißgebadet bin ich. Und dann hat es geraschelt in meinem Zimmer. Und etwas hat an meinem Fuß geschnuppert. Ich schwöre wirklich, die Ratte, sie war in meinem Zimmer. Aber ich habe sie nicht gesehen. Auf jeden Fall, ich drehe noch durch wegen dieser Ratte. Wirklich. Also komm, Schatz, ganz ruhig jetzt. Gell? Tief schnaufen, aushaben. Und jetzt, wie heisst das Teil genau? Wie heisst das Zaubermittel? Wie schreibt man das? Rattoflix, so etwas. Keine Ahnung. Der Kaiser hat es irgendwie von einem Kollegen von Kanada oder so. Und er hat irgendwie nur einen kleinen Rest gehabt. Nein! Kanada! Oh nein! Du weißt doch, ich habe mit mir einen BFD Ferien machen. Das mache ich jetzt sicher nicht. Der will mir zu verraten. Oh! Also, ich finde da nichts. Das ist sicher wieder irgendein Fake-Trick vom Kaiser. Der zieht uns wieder über das Nest ab, der führt uns an die Nase rum. Da ist nichts dran. Mensch! Ja, sicher. Das Juristenpakt, das ist doch eine einzige Mafia. Ich meine, die gehören zu den reichsten 3% der Welt, die sich das Leben schön machen. Und alle anderen krampfen und bügeln und kommen nie auf einen grünen Zweig. Das ist doch immer der gleiche Scheiß. Naja, vielleicht hast du recht. Oh. Der Kaiser hat nämlich dabei so hinterlistig gegrinst, so also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mir es vorstellen. In meinem inneren Auge habe ich es gesehen. Ah, der Kaiser ist so etwas von gemein.
Ja, eben, genau, der Kaiser, der ist die Ratte. Gegen ihn sollte man vorgehen. Ich meine, wer weiss schon von wo, dass die Krebel auf sein März kommen? Nein, Tito! Sag nur, du hast wirklich? Nein, ich habe nicht. Also, Schade. ich habe noch nicht. Es wird einen Tag geben, da wird es dem Kaiser noch richtig scheisse gehen. Ah, Tito, du bist so ein Genie, du bist so intelligent. Ah, du hast voll den Durchblick bei dieser Situation und den habe ich schon lange nicht mehr. Aber weißt du was? Ich bin voll auf deiner Seite und ich bin so dankbar, bist du mein Wegekollege. Weil ohne dich, ich weiss nicht, ich wäre so aufgeschmissen. Übrigens, wenn du noch Hilfe brauchst beim Kratzen, du weisst ja, meine Fingernägel, sie sind ja lang genug. Ich könnte dir helfen. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Weisst, da gibt es einen neuen Mieter. Die sind da die Sachen am Auftragen. Nein, die merken nichts. Ich glaube, sanitär ist er. Ein Mobiliar, den er aufträgt, verdient er zu wenig, für dass er gescheit sein könnte. Ja, du kennst mich ja. Kein Problem. Also, Bruno. Bis zum nächsten Mal. He? Ciao. Tschüss. Sanitär. Der andere die WC-Flicken. Lieber du als ich. Schau, der neue Nachbar zieht hier. Ich habe nochmal nachgeschaut, er heisst nicht Schlager, wie ich gesagt habe. Nager heisst er. Nager? Herr, passt zum Rattenproblem. Der sieht eigentlich ganz normal aus. Ein junger Bursch. Das Kanapee ist sehr schäbig, was er da hat. Er ist echt das, was ihm hilft. Ist echt das sein Freund? Vielleicht ist er schwul. Unser Problem wäre schwul. Oder hast du jemanden Absichten? Spinnst, Schatz. Da habe ich ein Wunder für dich. Du kennst mich ja. Außerdem muss ich ja sorgen, dass niemand da Hungermieter beherbergt. Ich muss ihm denen das Reglement vorbeibringen. Ui, das schafft. Gar nicht mehr still. Ui, schaut unsere richtig schnell weg. Was denkt ihr, wenn wir das so beobachten? Wow, es hat wieder mal mega viele Leute in dieser Mikro. Ich meine, hallo, warum müssen die alle dort sein, wenn ich shoppen will? Aber weißt du, was etwas Gutes hat es im Fall gehabt? Ich habe Zerle getroffen und sie hat mir erzählt, die Angie und der Steve sind im Fall wirklich nicht mehr zusammen, die haben sich getrennt. Und dann habe ich zuerst so gedacht, oh nein, die Arme, so schlimm. Aber andererseits habe ich dann auch gedacht, ja, ich habe es ja schon lange gesagt und schon lange gesagt, das ist einfach nicht so schlimm. Und ich habe den neuen Mieter gesehen. Also ich habe ihn nicht persönlich gesehen, ich habe einfach sein Wägeli reingeschaut. Und nachher habe ich gesehen, der hat so voll schräge Möbel, gar nicht mein Stil. So als wären sie selber gemacht. Oh. Vielleicht ist er ja ein Hippie. Oh mein Gott. Oh. Redest du mit mir? Hallo, Tito, mit wem sonst? Ich habe dir vorhin erzählt. Der neue Mieter ist gekommen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ist ja gleich. Übrigens, deine Pizza, die hat es dann nicht mehr gehabt. Aber vielleicht hat auch die Verpackung geändert oder ich habe sie nicht gefunden. Ich muss noch schnell an Ben schreiben, wegen Angie und Steve. Mann, das ist so kompliziert mit diesen blöden IV-Formularen. Da kommt doch niemand raus. Wie soll ich da genau wissen, welches das jetzt da alles muss ausfüllen? Hier jetzt eins, die haben alle so Nummerchen, kann man kaum lesen. Eins ist Erwachsenen-Hilfsmittel. Oder hier jetzt eins für die Früherfassung. Aber ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt hier eine Früherfassung ist oder nicht. Hier jetzt noch eins Hilflosenentschädigung. Ja, das kann ich auch ganz sicher ausfüllen, weil hilflos bin ich wirklich mit diesen Formularen. Also soll ich mal drüber schauen? Aber du weisst, ich bin in diesem Zeug noch viel schlechter als du. Schau mal, Schatz, ein Zügelwagen. Zieht doch jetzt den neuen Mieter ein. Komm schnell, wo haben wir die Weinflaschen? Die haben wir gestern selber getrunken. Nein, das ist jetzt nicht die Ernst. Nein, das war nur ein Witz, weil ich denke schon, schau, dort oben steht sie. Ja. Ich gehe heute schauen, vielleicht verwünschen ihn ja noch.
Nager, da seid ihr ja gut. Wie? Nager? Oh, excuse, das tut mir jetzt auch so leid. Ja, ich wollte eigentlich zu euch wollen. Also, eigentlich mehr. Pete, Schatz, komm doch kurz. Nur einen Moment. Pete Schuler, freut mich. Wir können es dir hier sagen. Ja, also in dem Fall ich bin die Händler. Also eigentlich Johanna, aber so sagt man hier eigentlich niemand. Auf jeden Fall ganz herzlich willkommen hier im Haus. Wir freuen uns auch mega, dass die Wohnung jetzt wieder ein bisschen belebt ist. Hier ist ein kleines Geschenk für den Feierabend. Hey, brauchst du noch Hilfe bei den schweren Sachen? Ich arbeite voll auf dem Bau und ich helfe dir gerne. Ich bin es gewöhnt, körperlich zu arbeiten. Komm, ich helfe dir heute. Ich gehe noch schnell andere Schuhe holen. Excuse, ich würde ja meine Hilfe sehr gerne auch anbieten. Aber ich habe leider ein bisschen Probleme mit meinem Rücken. Wenn du sonst mal etwas brauchst, dann darfst du gerne einfach anklopfen. Zum Beispiel irgendeine Zutat für einen Kuchen oder so. Also, noch einen schönen Abend. Ade! Grüß dich, Herr Nager, Tabitha Farni vom EG. Freut mich. Entschuldigung, dass ich euch noch störe. Seid ihr sicher müde vom Zügeln? Aber ja, gleich denke ich, komme noch vorbei und bringe euch noch die Unterlagen vom Haus. Ja, ich sehe ein bisschen nach viel aus, ich weiss. Aber es hat sich einfach bewährt, dass wir alle wissen, was läuft und was gilt. Dann geht das Zusammenleben einfach am besten. Kann ich mit meinen 17 Jahren als Hauswartin in diesem Haus hier bezeugen. Auch die Hausbesitzerin, Frau Jager, ist ganz dieser Meinung. Ja, ihr findet im Mäppli das allgemeine Hausreglement, das Wäschküchenreglement, die Kompostordnung, wobei der im Moment gerade nicht in Betrieb ist, andere Geschichte. Die Regeln vom Velokeller, das wegen der Balken und Terrassen, ja, eine ganze Stemperette voll. Genau, voilà. Die Nebenkostenabrechnungen, genau, die kommen direkt vom Herrn Kaiser rüber. Er ist Jurist und er schaut wirklich bestens, dass wir ja nicht zu viel müssen zahlen. Ja, was haben wir noch? Am Freitag ist der Denkkäufer. Ein komischer Name, gell? Genau, dort sind grundsätzlich alle herzlich eingeladen, wobei man einfach Getränke und Snacks selber mitbringen und natürlich auch wieder mitnehmen und versorgen. Und am liebsten nicht zu brösmelige Sachen. Ihr wisst sicher, warum. Ja, und neuestens haben wir eben wirklich noch das Rattenproblem und darum habe ich noch ein Reglement mehr gemacht. Ist mir persönlich echt sehr wichtig, dass wir das fix so schnell wie möglich loswerden. Tut doch alles einfach mal in Ruhe durchlesen. Wenn ihr Fragen habt, kommt am Geschichten direkt zu mir. Was? So eine Sauber. Echt. Ich bin eigentlich die einzige vernünftige Person in dieser Hütte. Was ist wieder passiert, Schatz? Der Neu hat so dumm reagiert, als ich ihn mit den Regeln bringe. Schon. Wir haben so ein bisschen zusammen geredet und dann hat er gefunden, oh, zu viele Regeln können die Gemeinschaft auch verhindern, statt zu fördern. Das muss ich gar nicht meinen. Das war sicher noch nie das Wort. Ja, sehe ich auch so. Zurücklaufen, was sehe ich? Im Infobrett mein schönes Rattenreglement. Nein, wieder Das war wieder reingekraut. Wenn man Rattenwichs verwendet, müssen wir die Regeln nicht befolgen, dass man den Eingangsbereich freiräumen muss. Das war sicher der Hermann. Das gar nicht meinen. Hermann, ja, bist vielleicht Jurist, hast mir nicht Geld, hast eine Dachterrassenwohnung. Aber so etwas, wenn ich die Regeln mache, hier noch ich. Wo würde das herführen, wenn jeder die eigenen Regeln machen würde? Ja, sehe ich auch so. Komm jetzt! Nein! Schon wieder nicht! Ah, weißt du was? Dich interessiert das Ganze doch nur der Dreck, solange deine Glotze läuft hier. Spinnt ihr eigentlich? Geht's noch? Erstens ist das Mittel wahnsinnig teuer und zweitens was vermutlich hochgiftig. Ich übernehme auf jeden Fall keine Verantwortung für allfällige gesundheitliche Schäden. Wie kommt mit dir überhaupt auf so blöde Ideen? Was seid ihr für ein komischer Mensch? Nur weil das Mittel vielleicht nach Wasser schmeckt, heisst ja noch lange nicht, dass es nichts nützt. Und jetzt habe ich zu tun. Adieu! Und was gehst du so blöd? Hier gibt's nichts zu schauen!
Das war jetzt eine mega gespässige Szene. Willst du hören? Ja, klar, erzähl. Also, folgendes. Ich war zuerst in der Wäschküche unten. Und dann habe ich gehört, wie der Jannik zum Hermann rauf ist. Und weil es mich Wunder genommen bin ich ein bisschen näher hören. Das bist einfach du, eine Gewungennase. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt's. Zuerst haben sie einfach ganz normal ein bisschen geredet, eben vorgestellt und so. Und dann hat der Jannik der Hermann angesprochen auf das Mittelli, das Ratofix. Ja, genau. Und hat gefragt, ob er es mal sehen kann. Und dann hat ihm das der Hermann gebracht. Hey, du weißt nicht, was nachher passiert. Ja, sag jetzt endlich! Also, der Jannik hat es entgegengenommen, hat es angesetzt und hat tatsächlich einen Schluck daraus getrunken. Hey, aber so Zeug ist doch mega giftig. Wieso macht er so Sachen? Das habe ich auch gedacht. Ich dachte, dem spinnt es ein bisschen. Aber er hat dann nur so gesagt, ist noch fein, es schmeckt wie Wasser. Ja, und der Hermann? Ja, der war natürlich völlig baff. Zuerst hat er nichts gesagt und dann ist er ausgerastet. Der ist so laut geworden und hat der Jannik angedonnert und hat gefragt, ob es ihm eigentlich noch ginge. Ja, aber also ich habe mehr das Gefühl, so seiner Art nach, er hat sich richtig ertappt gefühlt. Also denkst du, es war wirklich noch mal Wasser und das Ganze ist ein Beschiss? Ich weiß auch nicht wirklich, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich weiss, ist, dass mir am Jannik seine Art mega gefallen hat. Du hättest den sehen, seine Art. Der war echt so klar und unglaublich furchtlos gewesen, obwohl das der Hermann so laut ist geworden. Und du weisst ja, wie das der tun kann. Hey, aber meinst du, wir sollten vielleicht kurz zum Jannik schauen? Es kann ja sein, dass er sich vielleicht wirklich vergiftet hat. Ich glaube im Fall nicht. Also ich weiss es ja nicht, aber so wie der Jannik hat reagiert, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, der weiss genau, was er macht. Weißt du was? Wir sollten den Jannik mal zum Essen einladen. Das finde ich eine gute Idee. Machen wir. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, dann ich ihn dann fragen. Super. Oh Hermann, hast du gerade schnell Minuten? Noch etwas besprechen mit dir. Aber weil du bist, also gut, um was geht's? Bist du doof gewesen, als du in mein Reglement reingekribbelt hat? Es geht im Fall gar nicht. Wer ist hier auswart? Du oder ich, ja? Was ist hier eigentlich los, habt ihr erfahren? Alle sind die ganze Zeit nur einem rumnörgeln. Warum wer denn noch? Der Neue, der Herr Nager. Das ist ja gleich. Also, erstens habe ich nicht reingekribbelt, sondern anständig ergänzt. Und zweitens ist es juristisch hieb- und stichfest, wenn ich beweisen kann, dass das Ratofix gegen die Ratte nützt, die hier angeblich im Haus ist. Und drittens, wann hast du eigentlich das letzte Mal Kontakt gehabt mit der Frau Jager? Apropos Hausbesitzer. Was soll die Frau? Ich bin regelmässig in Kontakt mit dir. Ja. Regelmässig. Alle Schaltjahre einmal, hä? So eine Kabis. All die Sachen hier, die sind schön mit ihr abgesprochen. Schliesslich bin ich die von ihrer erwählten Hausmeisterin. Ich komme schliesslich jeden Monat meinen Lohn über. Dann, liebe Tabitha, tu mir doch bitte beweisen, dass sie mit dem Rattenreglement einverstanden ist. Ja, das kann ich schon machen, aber es ist ein bisschen umständlich. Es ist ja nur ein Rattenreglement, aber ich kann das schon anrufen. Ich weiss genau, dass du dir die Sachen selber ausdenkst und nicht mit der Hausbesitzerin abgesprochen hast. Du willst einfach ein bisschen Chef spielen. Ich schlage dir einen Deal vor. Du lässt mich in Ruhe mit dem ganzen Rattengesetz und ich lasse dich als Chef spielen, ohne dass ich den anderen mitteile, dass du das machst, ohne mit der Hausbesitzerin abgesprochen zu haben. Wenn das die anderen würden erfahren, haben wir uns verstanden? Ich weiss nicht, von was du redest. Ich nehme das als Ja. Arrogante Juristen ansteigen, echt. Dann hat er das Gläschen genommen, angesetzt und er hat tatsächlich einen Schluck daraus getrunken. Nein, echt? Und nachher ist er zusammengebrochen und hat ins Spital müssen? Überhaupt nichts ist passiert. Und der Hermann, der hat ausgesehen, als wäre er ziemlich ertappt worden. Nein, hast doch gewusst, das ist einfach ein Fake mit dem ganzen Ratofix. Der Jannik, der ist schon noch ein cooler eigentlich. Boah, ich muss den unbedingt mal kennenlernen. Wo ist der eigentlich? Keine Ahnung.
Vielleicht ist er ja gleich noch im Spital und das Ratatouille hat irgendeine Langzeitwirkung. Ah, Schanne, du kannst das doch einfach nur nicht wahrhaben. Der Kaiser, der verarscht uns mit diesem Mittel, das ist nichts. Und mit der Nebenabrechnung nämlich genau. Ich meine, wie cool ist denn der Jannik, wenn er einfach vor den Augen von Hermann das Zeug getrunken hat? Er ist eigentlich so ein Held. Ja, also, wenn er das so schnell herausgefunden mit dem Ratatouille, hilft das uns sicher aufdecken bei dem anderen Beschiss. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Sanitäter entlarvt Jurist lebenslänglich. Ah, Schanne, Sanitär, nicht Sanitäter. Das sind die Scheisse auspumpen und nicht der Magen. Ja, und außerdem, das ist jetzt nur eine Vermutung von dir, wegen dieser Abrechnung. Das müssen wir schon zuerst prüfen und können beweisen, weil vielleicht stimmt das ja alles gar nicht. Aber das ist ja offensichtlich. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja, sag, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Du Schatz, wo ist eigentlich das Velo? Die Jannik Knagger hat ihr angeboten, Mathe-Nachhilfe zu geben. Das machen sie jetzt in unserer Wohnung. Ah, das ist doch super. Super. Das ist nicht gleich komisch, unsere Tochter mit so einem jungen Typ. Er weiss, was der alles vorhat. Oh, vielleicht ist er pädophil. Pädophil? Letztes Mal hast du noch gesagt, er sei schwul. Jetzt meinst du, er ist pädophil, oder was? Außerdem ist er ja gleich schon 15. Also, das macht es nicht besser. Ja, aber Svea könnte sich doch wehren. Ich habe nicht Angst, dass sie sich nicht wehren kann. Du jetzt nicht immer alles so schwarz malen. Schwarz malen? Den kann man jetzt einfach einen Scheiß. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit bin ich so recht alleinerziehend. Lass jetzt mal in Ruhe mit dem ständigen Gestürm, wirklich. Ist alles in Ordnung bei euch? Ja, bestens, gell, Schatz? Ist ja gut, wenn wir alle einander schön im Frieden lassen. Hm? Ja, im Frieden lassen. Ja. Bernie, nur schnell. Ich habe vorletzt mit deinem Sohn, Steff, Mark, genau, mit dem Mark geredet. Er hat mir erzählt, er würde gerne in die erste Mannschaft. Und ja, der Miroslav Bromovic ist der Trainer, genau. Der hat, ja, ich kenne den schon lange und der schuldet mir noch etwas. Und ich habe gestern ein gutes Wort für den Marc eingelegt. Ich weiss natürlich nicht, ob es etwas nützt, aber er hat immer gemeint, er würde schauen. Ah, merci vielmals, Hermann. Also das bedeutet mir, also am Marc, also das bedeutet Marc, sehr viel. Das ist sehr nett. Ja, das mache ich doch gerne. Unter Freunden ist doch gut, wenn man aushilft, wo man kann. Tschüss zusammen. Merci vielmals. Oh, ich muss Janine noch etwas sagen, bevor sie geht. Janine, warte schnell, kannst du schon gehen? Ja, weisst du, ich treffe mich doch mit diesen Mädels. Also, das ist so eine lustige Geschichte. Weisst du, wir haben auf Facebook herausgefunden, dass wir alle am 22. von einem Monat Geburtstag haben. Und jetzt immer am 22. treffen wir uns und gehen eins ziehen. Gell, lustig? Ja, mega lustig. Ja. Nein, lass eher noch Mutti merci sagen, dass du mir hast gesagt hast, wegen der Waschmaschine, die dreckig war. Ich habe die Schuldig gefunden. Nein! Ja. Mhm. Der Neu, der Nagger. Ja, komm, der muss doch noch lernen, wie man sich in einem Mehrfamilienhaus benimmt. Nein, kommt sicher direkt vom Hotel Mama. Ja, klar. Ja, nein, aber auch sonst ist es nicht so gehör. Aber ja, genau. Und, also, wieso Mensch? Also, ja, nein, ich meine, es war ganz spät noch im Kellerhunger. Ich meine, was macht man die Zeit im Kellerhunger? Aber ja. Stimmt, jetzt was du sagst. Einmal hat er mich auch so komisch angeschaut, als hätte er irgendetwas zu verstecken. Ja, schon. Vielleicht ist er ja irgend so ein Spion oder so ein Geheimagent und undercover oder so. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen schauen. Hey, merci für den Tipp. Ja, oh, weißt, ich bin einfach so dankbar, dass du so gut zu unserer Gemeinschaft schaust. Merci viel mal. Ja. Also, ich muss. Tschüss. Tschüss. Janine, ciao. Hey Markus. Ja? Ich habe vorhin mit deinem Vater geredet. Ich habe ein gutes Wort einlegen beim Trainer für dich. Und er hat mir versprochen, dass er das in seine Entscheidungen wird einfließen wird. Ah, merci vielmals, Herr Kaiser. Das ist doch gerne geschehen. Jetzt wollte ich eben fragen, ob nicht du auch mal etwas mehr könntest zu lieb tun. Um was ging es denn? Es geht um Herrn Nager, um einen neuen Mieter. Irgendetwas ist dort nicht in Ordnung. Jetzt wäre ich froh, wenn du vielleicht in seiner Nähe von der Wohnung könntest trainieren und gleichzeitig ein Auge auf ihn könntest haben.
Du weißt, was ich meine. Okay, aber was soll ich denn genau beobachten? Ja, einfach alles, was er so macht. Wer zu Besuch kommt, was er isst, was er trinkt. So ein bisschen. Und nachher, wenn du etwas merkst, dann kommst du zu mir und tust mir alles berichten. Okay, ich kann es schon mal probieren, ja. Super, top, genial. Aber gell, das bleibt ja unter uns. Mhm. Also, merci. Ade. Oh, Entschuldigung. Herrjemine, der und die erste Mannschaft. Ist nicht der Frühling die schönste Zeit überhaupt? Wenn man so spürt und sieht, wie sich das Leben überall rausdrückt. Da scheinst du gut gelaunt zu sein. Liegt es nochmal am Frühling? Nein. Ich hatte gestern so eine besondere Begegnung mit dem Jannik von oben dran. Weisst du, wo du mit dem Benno noch eins bist ziehen? Dann habe ich ihn gehört, wie er heimkommt und eigentlich nur geschwind zu ihm wollte, um ihn zum Essen noch einzuladen, wie wir es besprochen haben. Und dann sind wir aber irgendwie ins Bläuderle gekommen. Und dann, ja, ich weiss gar nicht genau, wie wir eigentlich drauf kamen. Auf jeden Fall habe ich ihm dann meine ganze Geschichte erzählt, von meinem Rücken. Und das ganze Gestürm und der Plunder mit diesen blöden IV-Formularen. Und das war das Besondere gewesen? Nein. Mal irgendwie schon. Das Besondere ist eigentlich erst näher gekommen, weil er hat dann gesagt, er könnte mir sonst helfen mit diesen IV-Formularen. Und ich bin dann zu ihm gegangen und wir sind dann am Computer und haben das alles zusammen ausfüllen. Und dann plötzlich so von einem Moment auf den anderen war so vieles klar gewesen und ich so eine Sicherheit gehabt und gewusst, was jetzt kommt, was die nächsten Schritte werden sein. Und ja, dann hat es so einen Moment gegeben, wo ich echt so von Hoffnung bin erfüllt wurde. Weißt, Hoffnung, dass vielleicht wirklich alles wieder gut kommt. Und ja, das habe ich echt schon mega lange nicht mehr gehabt. Aber da ist es schon nicht gelaufen, oder? Nein, Schatz, da musst du doch keine Sorgen machen. Da Auf dieser Ebene ist überhaupt nichts gelaufen. Nein, aber das Besondere kommt eigentlich erst jetzt. Wieso? Hättet ihr noch die Lottozahlen gesagt? Nein, glaube ich sicher nicht. Schade. Aber ich bin dann angegangen und dann habe ich so gedacht, hey komm, ich nehme heute mal keine Schmerzmittel. Dann habe ich das gemacht und bin schlafen und du glaubst es nicht. Aber ich habe wirklich die ganze Nacht durchgefusselt. Hey, ich habe geschlafen wie ein Stein. Wie lange ist das nicht mehr vorgekommen? Vielleicht 2 Jahre. Hey, das ist ja krass. Und jetzt hast du immer noch keine Schmerzen mehr. Nein, also ich spüre es schon noch im Rücken. Die Schmerzen sind noch nicht ganz fort. Wenn das jetzt so wird bleiben, so wie es jetzt ist, hey, ich sage dir, das wären Welten. Wirklich Welten. Hey, das ist schon noch krass. Weil, weißt, ich hätte dir das noch gar nicht erzählt. Aber ja, ich hatte noch so eine Begegnung mit dem Jannik. Wirklich? Erzähl. Ja, wir haben zufällig auf der gleichen Baustelle gearbeitet. Und dann hat es sich getroffen, dass wir die gleiche Beine sind. Und er ist dann neben mir gehockt. Weißt, ich habe das nicht gesucht. Und dann sind wir so ins Reden gekommen. Und dann habe ich ihm sogar erzählt von meinen Panikattacken. Ohne Seich? Das ist doch sogar bei mir Jahre gegangen, bis du mit dem rausgerückt. Hey, ja, voll, ich weiss. Ich habe so gar nicht gesucht, aber er hat mich nicht so direkt gefragt. Und ich habe so gespürt, dass er es gut meint mit mir. Und dann habe ich ihm das so erzählt. Und als ich ihm es erzählt habe, ist mir klar geworden plötzlich, dass die Angstattacken, weißt, dass die eben vielleicht gleich etwas mit meinem Vater zu tun haben. Mit deinem Vater? Was hat denn dein Vater mit dem Ganzen zu tun? Ja, das ist so ein Erlebnis, ich habe dir das noch nie erzählt. Da war ich etwa 8 und bin wandern mit meinem Vater. Nur wir 2. Und dann... Oh, sorry, Fehlschuss! Kommt nicht mehr vor! Also ehrlich?
Lärm, den es gibt von diesen Schüssen da. Der Lärm, was denken unsere Nachbarn? Ab in die Wohnung. Und du, Nora, gehst du zuerst noch raus. Aber Janik hat noch meine Nerven gegangen. Was, der Janik hat noch die... Was hat jetzt der Herr Natter damit zu tun? Er hat auch mitgespielt. Wir haben ihn aus Versehen abgeschossen und hat gesagt, er will auch mitspielen. Und dann dein Zeug machen. Ich schaue das mit dem Herrn Natter. Herr Natter! Ich weiss genau, dass ihr jetzt gerade an mich gemacht habt. Geht's eigentlich noch, die Kinder bei so einem Seich zu unterstützen? Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Ich glaube einfach nicht. Echt leben wir eigentlich in einer Anarchie. Wow, das hat ja mega gefällt, die Schlacht. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Nazi so eine coole Nerfschlacht gemacht. Ja, und dann wo die Janik abgeschossen habe, habe ich zuerst gedacht, ups, aber eigentlich haben sich ja denken, dass der das cool findet. Ja, aber wieso eigentlich? Ja, weißt du, wir haben ja am Freitag mit ihm Mathe gehabt. Ja. Und dann? Ja, er ist so, weißt du, seine Art. Er ist nicht so leistungsgeil wie die Mami oder lass mich in Ruhe wie der Papi. Er ist einfach, du bist so wie du bist und jetzt machen wir das Mathe und Mathe bedeutet ja auch nicht alles und ja. Aber das Mami hat das Gefühl, es ist ein schräger Typ. Für die Mami ist sowieso alles gleich mal schräg und sowieso muss bei ihr immer alles gerade sein. Ja, aber ich glaube, der Kaiser hat auch das Gefühl, es stimmt nicht alles beim Janik. Er hat ihm gesagt, ich soll mal ein bisschen im Auge behalten und sagen, wenn etwas komisch sei. Was? Du spionierst für den Herrn Kaiser am Janik hin nachher? Spinnst du eigentlich? Ja, weißt du, der Kaiser kennt mit Trainer vom FC und hat gesagt, vielleicht, wenn ich es richtig mache, können wir ein gutes Wort für mich einlegen. Und dann könnte ich vielleicht trotzdem mehr im Ersten spielen. Und du lass dich von dem Schlimmer kaufen. Pass nur auf, dass du nicht so wirst wie der. Und sowieso, willst du überhaupt in die erste Mannschaft? Manchmal habe ich das Gefühl, das will der Papi und nicht du. Und no front, aber so viel Talent hast jetzt du auch. Ja, hab doch deine Klappe. Du willst eigentlich schon. Weißt du, das finde ich auch das cool am Janik. Du kannst einfach du selber sein. Du kannst dir ja mal überlegen, was du willst und nicht immer das, was der Papi dir sagt. Was willst du schon wollen? Ja, vielleicht. Im Stegenhaus und in der Küche jetzt überall noch die Gummischüsse. Geh die sofort zusammenräumen. Da als Älteste so ein bisschen Vorbildfunktion ja, haben. Schon gut, ich kann es machen. Oh mein Gott! Ist das ein Rattenbiss? Hoi, Jana. Oh, Sarah, stopp! Nicht aufessen! Spinnst du? Wieso nicht? Das sind Giftkräuter! Sorry. Das sind doch Giftkräuter. Für die Ratten, ich meine, hallo, das Viech ist einfach immer noch irgendwo. Jana, das sind Nervschüsse. Aha. Ich dachte, wenn die hier so rumliegen, hat das irgendeinen Grund. Und ich dachte, bevor ich es auflese, lasse ich es liegen, weil sonst regt sich deine Mann wieder auf. Ja, weißt du, die regt sich sowieso gegenüber etwas auf. Ja, voll! Gut, einmal hat der Janik da in dieser Waschmaschine die Zipfel nicht gut geputzt. Oh, dann hat sie sich genervt. Svea, apropos Janik, du verstehst dich noch gut mit dem, nicht? Wie ist er so? Ja, voll. Also, ich habe glaube noch nie jemanden getroffen, der so gut erklären kann und gleich nicht wie noch obernerviger Lehrer tut. Das klingt ja mega cool. Also weisst du, mir ist er ja auch sympathisch. Vielleicht ist das ja noch eine Tarnung. Tarnung? Wieso Tarnung? Was hat er eigentlich alle gegen Janik? Hat er dir etwas zu leid getan? Mir? Ah, nein, sicher nicht. Nein. Aber weisst du, man erzählt sich halt so dieses Ways über ihn. Also, ich finde Janik voll okay. Und bei ihm kann man mal Depro sein und es ist auch alles easy. Also wenn es mir mal nicht gut geht, dann schaue ich einfach das Katzenvideo. Oh, hast du gerade eins gesehen? Ja, also weisst du, ich habe nicht mehr so Zeit, ich muss jetzt nicht raufgehen. Okay, vielleicht ein anderes Mal. Ah, warte, hier ist noch einer. Wir wollen ja, dass deine Mama zufrieden ist. Oh Mann, so ein Sack.
ich habe zwei gesehen. Nimm die Stöpsel raus und red normal mit mir. Wow, Tito, chill, was ist denn mit dir los? Und du weißt, dass ich es nicht gerne habe, wenn wir mich unterbrechen. Also, nochmal von vorne. In der Wäschküche haben wir zwei getroffen und sie hat mir so tolle Sachen über den Janik erzählt. Und ich habe gedacht, hör mir doch auf mit dem Janik, das ist so ein Schlappschwanz. Tito, was ist mit dir los? Hast du einen schlechten Lohn? Komm, ich zeig dir das Katzenvideo. Nein, ich will kein Katzenvideo schauen, Mann. Ich will endlich, dass jemand begreift, um was es hier eigentlich geht und dass der Janik einfach ein Vollpfosten ist, der nichts checkt. Wieso Vollpfosten? Ich meine, vor einer Woche hast du noch gesagt, er hat voll den Durchblick. Ja, das hat er ja auch. Das ist genau das Problem. Das ist ja das Schlimme dran. Er macht gleich nichts. Also was sollte er denn machen? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mir hilft, gegen Kaiser vorzugehen. Aber der scheisse Flicker hat wieder nur gesagt, ja, wir nicht die gleichen Münzen heimzahlen und eine Gewaltspirale, die nie mehr endet. Aber was will er denn? Will er warten, bis der Kaiser auf die Knie zu schnaken kommt, um Vergebung bettelt und Reue zeigt und am gescheitsten all sein Geld den Armen verteilt, oder was? Warum? Schau mich an, ich habe keine Ahnung. Das wird doch nie passieren. Ich habe jetzt genug von diesem ganzen Zeug. Ich kann mir jetzt alle den Buckel abrutschen. Der Kaiser mit seinem Establishment, der Janik mit seinem Emo-Friedens-Hippie-Scheiß-Zeug und die ganze Welt, hey, schießt mich an. Tito, warte doch! Hey, Tito, nein, nicht durch! Grummel. Hallo? Kann mir jetzt endlich wieder mal etwas sagen, ob der Janik zu den Guten oder zu den Bösen gehört? Ich komme nicht mehr raus. Ich glaube, ich brauche ein Katzenvideo. Wo ist mein Handy? Was meint er eigentlich? Dem kann ich jetzt gerade sagen. Was soll das heissen? Soll ich es buchstabieren? Könnt ihr nicht lesen? Was hast du eigentlich gegen mich? Ja, hey, schaut euch doch mal an. Wer so viel verdient wie dir, der kann gar nicht ehrlich sein. Ja, ich verstehe. Die Lohnunausgleichheit in der Schweiz ist ein Ärgernis. Ja, ich bin absolut Ihrer Meinung. Ja, was macht ihr dagegen, hä? Was soll ich machen? Ich kann es nicht verändern. Aber ich kann grosszügig sein. Ich habe den Spielplatz hier im Quartier mitfinanziert. Aha, okay. Ja, das habe ich nicht gewusst. Und so viel, wie du meinst, dass ich verdiene ich gar nicht. Und was hast du eigentlich gegen Sanitärinstallateure? Ja, der Nager da mit seinem Softie, spürst du mich, der geht mir auch weg mit dem Zeug. Die meinen es ja gut, aber haben nicht Eier, etwas zu machen. Ja, das sehe ich genau gleich. Und es ist nicht nur harmlos, es ist gefährlich. Solche Leute machen den Menschen Hoffnungen und dann kann man sie nicht einhalten. Und das bringt alles durcheinander. Wie meint ihr das? Ja. Du meinst vielleicht, dass die Leute, die viel verdienen, die anderen ausnutzen. Aber es sind meistens genau die Leute, die Verantwortung übernehmen, die in unserem Land für Stabilität und Frieden sorgen. Hey, okay. Und dann profitieren ja am Schluss alle davon. Das sorgt für Gerechtigkeit. Und das ist ja das, was du willst, oder nicht? Ja, schon, aber... Leute wie der Nager gefährden genau das. Sie untergraben das Vertrauen in die Menschen, die Verantwortung übernehmen. Schau mal in den sozialistischen Staaten. Dort verarmen die Leute. Und nur weil so ein reicher Despot oder eine Elite sich an diesen armen Menschen bereichern. Und das nennen sie nachher gerecht. Ja, genau. Was hat der Nager damit zu tun? Der Nager ist genau der Anfang von dem. Mit seinem Quark, dass alle Menschen gleich sind, verblendet er alle. Wir sehen ja, wo das herführt auf der Welt. Oder? Willst du etwa lieber in Kuba leben als in der Schweiz? Ja, die haben wenigstens gute Zigarren dort. Aber auch nur die in diesem korrupten Filz mitmachen. Die anderen sind mausarm. Ja. Der Nager führt genau dorthin, wo du nicht hin musst. Aber ich weiss, wie wir das unterbinden können. Wenigstens beim Nager. Tito, und du
könntest du für das genau einen wichtigen Beitrag leisten. Okay, und was denn genau? Hast du morgen etwas los? Nein, ich glaube es nicht, nein. Also komm, wir gehen zusammen ins Stütheater. Oder, ja, das ist vielleicht nicht das Lokal, wo du drin verkehrst. Wo gehst du etwa eins ziehen, wo man noch ruhige Ecken hat zum Reden? Ja, wir könnten sonst dort ins Triebwerk beim Bahnhof. Triebwerk? Dann gut. Ja. Dann sehen wir uns dann, am 9. Uhr. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Sally, Tito. Seit wann arbeitest du hier und nicht mit dem Caraverio? Das ist eine lange Geschichte, weißt du. Aber schön, dich wieder mal hier zu sehen. Ja. Sag, was darfst du sein? Gerne 2 Burgdorfer. Ja, das müsst ihr wissen. Ja, eigentlich schon. Ja. Was ist schon hier? Ja, genau, wie gehen. Sag, was hast du da für Begleitung? Ja, das ist ein Bekannter, wo wir wohnen, eine Nachperson. Ja. Aber es ist schon eine längere Geschichte. Genau, ja. Alles klar. Merci. Ja. Gesundheit. Rösti. In solchen Lokal bin ich schon lange nicht mehr. Sicher das letzte Mal in der Uni. Übrigens, du kannst mir ab jetzt «du» sagen. Ich bin der Hermann. Ja, ich bin der Tito. Also, das ist mir eigentlich schon immer so. Lass jetzt. Es geht um Folgendes. Ich habe über Jannik Nager recherchiert. Und ich kann dir sagen, der hat es faustdick hinter den Ohren. Juristisch gesehen im tiefschwarzen Bereich. Was hat er denn gemacht? Was jetzt, ich kann dir noch nicht genauer sagen. Es ist alles streng vertraulich. Aber eins ist sonnenklar. Wir müssen diesem Typ das Handwerk legen. Ja, dann verklag ihn doch einfach, wenn jemand weiss, wie du hier deine Lackschuhe legen kann. Hey, pass auf, ey! Aber genau das ist eben der Punkt. Der Jannik ist glatt wie ein Aal. Mit allen Wasser gewaschen. Es ist so schwer, etwas dem anzuhängen, das er vor Gericht overhat. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Da könntest jetzt eben du helfen. Du bist doch der IT-Freak, oder? Es ist ganz einfach. Du müsstest beim Jannik auf seinem Computer nur ein paar Daten laden. Aber natürlich so, dass es nicht nachvollziehbar und nachweisbar ist. Das ist einfach gar nicht so einfach. Wie soll ich überhaupt an seinen Laptop kommen? Tabita, unsere Hausabwartin, die hat von jeder Wohnung einen Zweitschlüssel. Ah ja, klar. Und den gibt sie mir natürlich einfach so. Das ist doch kein Problem. Das kannst meine Sorge sein. Tabita, die schuldet mir sowieso noch etwas. Ja, also das Ganze klingt ziemlich illegal. Und das von euch, also von dir, einem Jurist. Weisst du, Tito, das dient alles in einem höheren Zweck. Beziehungsweise es deckt auf, was sowieso schon Realität ist. Der Jannik Nager ist ein Betrüger und er gehört so schnell wie möglich weggesperrt. Ja, also ich weiss nicht so recht. Denk daran, was ich dir gestern gesagt habe. Der Jannik Nager ist der Anfang vom Ende von dem, was du davon träumst. Denk gar nicht zufrieden. Ja. Du, wo sind eigentlich denn die anderen? Kriegen sie da auf Bern das Benefizkonzert mit diesen Musikbands auf dem
Meritplatz, wieder so einen Furz von dem Janik. Aber ich habe nicht das Gestunken mögen. Soll sie doch gehen, ich habe keine Nerven für so etwas. Ja, hast du alle Nerven gebraucht, für Sven zu sagen, was ein grosser Ausschnitt darf sein und eins weiss und das. Bist doch still, Schatz. Und Pete und Händler sind dann mitgegangen, oder was? Ich weiss auch nicht, aber die zwei, sollen doch dem Janik Kömmer hinten nach und die Händler behandelt das schon fast wie ein Guru, seit da ihr Rückenproblem besser ist. Wegen ihm, sagt sie. Du, Tabitha, sorry, dass ich wieder wegen dieser Ratte komme, aber es ist so grusig. Hast du sie endlich gefunden? Nein, wirklich keine Falle nützt irgendetwas. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir in dieser Zusammensetzung hier zusammen sind. Es ist ja auch das Zeichen, dass immer weniger da an diesem Freitagstreffen teilnehmen. Ich weiss, dass jemand die Gemeinschaft hier gefährdet. Ich weiss auch, wer es ist. Ja, also die Ratte? Nicht die Ratte, die du meinst. Habt ihr es nicht gemerkt? Seit dass die Wohnung von der Frau Karlen wieder besetzt ist. Ja, der Wachser Frieden. Und es ist ja offensichtlich, dass das mit dem Herrn Nager zu tun muss haben. Der Janik ist die Ratte. Schaut doch mal, seit er da ist, gibt es Streit. Er gefährdet das Amt von der Hausmeisterin Tabitha. Er tut die Kinder von den Eltern trennen. Er tut alle Traditionen gefährden. Und mir hat er sogar vorgeworfen, dass ich ihn bei der Heizabrechnung bescheisse. Wirklich? Ach, krass. Ich habe darum gefunden, ja, so kann es nicht weitergehen. Wir mussten einige Nachforschungen machen. Und tatsächlich bin ich auf dunkle Geheimnisse gestossen. Dunkle Geheimnisse? Ja. Ich kann euch natürlich jetzt hier noch keine Details sagen. Und dabei geht es nicht nur um Ratten. Nein, es geht um viel Schlimmeres. Oh mein Gott. Es könnte darum gut sein, dass in der nächsten Zeit die Polizei hier auftaucht. Polizei? Dann bitte ich euch, dass ihr kooperiert, dass ihr den Polizisten auch mitteilen, dass der Herr Nager ein zweifelhaftes Leben führt. Also, was ist denn da konkret? Also, was haben wir da? Man weiss nicht schon, von was er redet. Ja, genau. Leider kann ich wegen dem Anwaltsgeheimnis jetzt nicht mehr erzählen. Oh mein Gott, jetzt habe ich viel mehr Angst vor dem Janik als vor dieser Ratte. Aber zumindest wissen wir jetzt alle, auf welcher Seite er steht. Ja, würde ich sagen, haben wir das geschlossen, oder? Ja, am Abend ist darum dann noch Playoff-Match. Du, Tabitha. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe noch eine Frage, weißt, wegen dem, was der Hermann gesagt hat vorhin. Ich bräuchte den Schlüssel von Janik seiner Wohnung. Der Schlüssel von Janik seiner Wohnung? Ja, du bist ja Hauswartin. Du hast ja sicher einen Schlüssel, zwei Schlüssel von jeder Wohnung, oder? Ja, habe ich schon, aber kann ich dir sicher nicht einfach geben. Es sind ja alle Regeln. Ja, es ist ja für einen höheren Zweck in dem Sinn. Ich meine, wir wollen ja alle zusammen arbeiten, dass wir den Janik mal loswerden, oder? Ja schon, aber ich kann dir doch nicht einfach den Schlüssel geben. Ja, also der Hermann hat gemeint, das geht schon in Ordnung. Ich soll dir einen Gruß sagen und dich an eure Abmachung erinnern. An unsere Abmachung? Sag, willst du mich erpressen? Ich weiss ja nicht, was die für eine Abmachung hatten. Du weisst, ich habe ja nicht viel Sympathie übrig für den Hermann. Hermann? Seit wann sagst du ihm Hermann? Seid ihr jetzt plötzlich per Du, oder was? Ja, das ist doch jetzt gleich, aber wir müssen da jetzt einfach zusammen arbeiten. Und ich weiss auch nicht, stellst du dich jetzt quer oder machst du mit? Ich weiss nicht so recht. Also, aber hey, zu niemandem ein Wort. Du musst mir versprechen, dass nie irgendjemand erfahren. Das ist etwa klar, aber du auch nicht, gell? Was willst du überhaupt in seiner Wohnung machen? Das willst du gar nicht wissen, aber weißt du vielleicht zufällig, wenn das er nicht in seiner Wohnung ist? Was heisst schon von Janik seinem Leben? Wobei, er hat mit der Svea heute Morgen noch mal abgemacht, um 5 Uhr für die Mathe-Nachhilfe. Ich habe darauf bestanden, dass ich es bei uns in der Wohnung mache. Ja. Sprich, dann wäre er sicher eine Stunde nicht oben. Mhm. Ja, kannst du mir vielleicht sogar noch schreiben, weißt, wenn er bei euch in die Wohnung kommt. Und vielleicht auch noch, weißt, kannst du noch schauen, dass er nicht noch zurückkommt, wenn ich...
Also ich muss sagen, wir sind gar nicht wohl bei dieser Sache, aber ja, ist gut, können wir es so machen. Ja, du, ich würde sagen, Augen zu und durch, gell? Wir bereuen ja noch das im Leben, was man nicht gemacht hat. Völliger Bullshit-Satz, du. Oh. Na, da ist gut, Pünktchen. Nur, klingt noch am Schlafen. Ja, das ist ganz ungewohnt. Aber der Janik mit seinem Benefizkonzert ist noch der ganze Schlafrhythmus von unseren Kindern durcheinander. Ja, nichts Schlimmeres. Ist mal ein bisschen ruhig. Ich hatte gestern noch ein Match. Ja, ist noch in die Verlängerung gegangen. Ja, interessiert. Aber schon gut, bist du aber auf. Der Frühlingsputz steht da und ich habe schon Pläne gemacht. Ah, zum Beispiel den Lager abzulenken. Dass der Tito in seine Wohnung kann. Mit deinem Hauswartsschlüssel. Ich weiss nicht, von was du redest. Ja, du musst gar nicht auf ein Theater. Weisst, ich habe euch gestern schon gehört, das Reden. Die und der Tito, der da Plan geschmiedet hat. Weisst, ich bin vielleicht ein bisschen träge, aber dumm bin ich das auch nicht. Das habe ich auch nie gesagt. Ja, und jetzt bist du schon wach. Bleibt dir aber das schlechte Gewissen, hä? Du kannst nicht schlafen. Du, was sonst nie eine Regel verstossest, willst ja nicht mal über Rot überdampeln, wenn links und rechts weit und breit kein Auto wäre. Du musst jetzt gar nicht den Ethikprofessor raushängen. Du schaust einfach auch schön, dass du auf der Gemeindeverwaltung deinen Platz kannst behalten und alles schön so läuft, wie du willst. Dann hast du auch mal deine Ruhe. Ja, jetzt sind wieder alle anderen die Blöden, hä? Sag, was habt ihr vor mit dem Herrn Lager? Ich weiss es doch auch nicht, Mann. Aber seit er da ist, ist es einfach nicht mehr so, wie es soll sein. Die Infowand wird zur anarchistischen Spraywand und jeder macht seine eigenen Regeln und es ist einfach... So kann es doch nicht weitergehen. Ja, so kann es nicht weitergehen. Also, ja, du bist nämlich auch froh, wenn der weg ist und du wieder deine Ruhe hast. Du bist ja der, der Hermann Schiri in den Viertelspalt geschliffen ist, oder er gesagt hat, dass er dem Marc einen Platz im FC anbieten kann. So Typen wie der Nagri sagt dir die Gedanken alles durcheinander. Solange der da ist, kannst du den Platz abschminken von Marc. Also, komm, wir machen es so. Ich behalte den Regelverstoss und das Ziel und die Sache, die du hier vorhast für mich. Und du lässt mich in Ruhe mit diesen Plänen, die du hier von Putzplänen, und lässt mich einfach an Sport schauen. Und nörgelst nicht die ganze Zeit rum, lässt mich einfach im Frieden. Okay? Aber ist das das Einzige, was du willst? In Frieden gelassen werden? Wie wär's es mit Engagement für unsere Kinder? Unsere Kinder, die können ja kommen. Ich bin ja da. Also bitte, wir haben ja Hände viel schon gemacht für unsere Kinder. Jetzt sind mal wir dran. Also besonders ich. Ratten haben auch nicht. Ja, Sally Tito, wie hast du es? Ja, es geht so. Hey, wir wollten ein Glas Wein trinken. Weißt du, mit dem Janik zusammen auf unserer Terrasse. Komm doch auch, das wäre schön. Ja. Ich sollte eben noch etwas machen. Jetzt tu doch nicht so beschäftigt, das kannst du auch später machen. Komm mit. Ja, also, aber wirklich noch mal kurz. Auf ein Frühling. Auf einen Frühling, Gesundheit zusammen. Gesundheit. Mama, auch du. Hände, das ist ja mega fein. Du musst auch probieren, Tito, nicht da? Ja, merci. So, Janik, jetzt sag mal, von wo kommst du eigentlich? Erzähl uns mal ein bisschen, wer du bist. Was, aus Olten? Gibt es dort neben dem Bahnhof und dem Atomkraftwerk wirklich noch Leute, die dort wohnen? Eben, ein Solothurner, ein Berner und ein Oltner stehen auf einer Brücke und dann... wie ist jetzt der schon wieder gegangen? Ist nicht mal Zürcher? Nein, mit dem Oltner gibt es ja schon nicht den. Nein, also nichts gegen Olten, gell? Hey, sorry, aber der ist jetzt also so blöd gewesen. So, also, ich muss jetzt wirklich... Ja, Tito, wir haben doch erst gerade angefangen. Schau, die Flasche ist halb voll. Nein, es ist wirklich wichtig, sorry, gell? Also, Also, wenn es wichtig ist, dann mach's. Aber gell, mach's schnell. Ja. Tschüssli. Weisst, Janik,
muss wirklich sagen, das, was du mir dann in der Beiz erzählt hast, das hat mich also schon noch beschäftigt. Er hat dir im Fall Sachen erzählt, die habe nicht mal ich gewusst. Weißt du, das mit meinem Vater, das ist eine komplizierte Geschichte. Ja, mega. Aber weisst, ich weiss jetzt gar nicht, ob ich die Formulare überhaupt noch brauche. Ja. Ich fühle mich fast ein bisschen wie neu geboren. Ich kann es eigentlich selber fast nicht glauben. Hä? Wie meinst du das, wenn du wieder gehst? Du bist doch jetzt erst eingezogen. Also, wir hoffen schon, dass du noch ein bisschen hier bei uns im Block bleibst. Wo willst du überhaupt her? Etwa wieder zurück auf Olten? Grüß dich, Anna. Ich weiss, es ist Tabitha. Komm noch mal rein. Svea, der Janik ist da. Hallo Janik. Nimm Fang Platz. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Schwarz oder mit Milch? Es ist übrigens mega lieb, dass du dir so um Svea kümmerst. Ich kann es richtig brauchen im Mathe. Wir sind froh. Das Kapitel haben wir neu angefangen. Mal, also, der Test ist gar nicht so schlecht gegangen. Da die Aufgabe 5, das checke ich voll nicht. Was ist schon wieder der Unterschied zwischen einem gleichschenkligen und einem gleichseitigen Dreieck? Aber für die Tangenten zu konstruieren, wie muss man jetzt? Ein Zirkel? Oh, ich glaube, den habe ich schon vergessen. Ein Zirkel? Nein, wir haben sicher noch einen. Du musst nicht extra in deine Wohnung kommen. Ich schaue schnell. Da gibt doch sicher noch einen. Hang noch mal wieder ab. Ja, schau, einen gefunden. Merci. Also, die Winkelsumme von einem Dreieck ist 180 Grad. Pythagoras. In einem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der Hypotenuse gleich wie die beiden Quadrate von... Was hat es denn ausser dem Pythagoras noch für Philosophen gegeben? Aber wenn sie sagen, dass eigentlich gar nichts existiert und wir uns alles nur einbilden, was war denn die Motivation zum Leben? Das würde mich eigentlich auch noch interessieren. Also nochmal. Das Quadrat über der Hypophyse. Nein, das ist ja Bio. Da? Was machst du in Janik seiner Wohnung? Und wieso hast du einen Schlüssel? Ja, der Janik hat mir den gegeben. Weißt, er hat ein Problem mit seinem Computer gehabt und ich habe ihm das schnell gemacht.
Wow, Tito, was ist mit dir los? Warum schnaufst du so? Sag mal, schwitzest du? Bist du gerade joggen? Nein, ich spinnst. Sicher nicht joggen. Nein, sicher nicht. Ich glaube schon, dass es etwas Höheres gibt, aber was genau ist mir ehrlich gesagt ein bisschen rätselhaft. So, ihr zwei, wollt ihr langsam Feierabend machen? Ich glaube, jetzt längt's. Das wäre ja auch so was von Antitonic gewesen. Oh mein Gott, ich habe ein Wortspiel erfunden. Antitonic. Ha, ich muss es gleich auf Insta posten. Ja, ciao Bruno, ciao. Los, es ist alles platziert. Du kannst das Ganze aber starten. Hey, ciao, Tabitha! Das ist schön, dich zu sehen. Ja, lass spontan Frage. Ja, läuft eben gerade viel Schräg. Ich würde gedacht, ich kann mich auch fragen, ob du Zeit hast für eine Gesichtsbehandlung. Ja, für dich habe ich doch immer Zeit. Ein bisschen wegwaschen. Gestern habe ich ein neues Rezept ausprobiert. Ja, was denn? Gnocchi mit Ratatouille. Was? So, Herr Nager, jetzt ist ausgenagelt. Kantonspolizei Bern, guten Abend, Alemann ist mein Name. Seid ihr der Herr Jannik Nager? Sehr gut, ich muss euch mitnehmen, es liegt ein Haftbefehl gegen euch vor. Zudem müsst ihr noch meiner Kollegin sagen, wo sich in eurem Haus elektronische Geräte, Computer etc. befinden, damit wir die für eine Untersuchung mitnehmen. Also doch. Oh, sorry, aber sie hat gegen uns geschaut. Das ist voll in die Nase geklebt. Tito. Au. Krasse Verhaftung in unserem Haus. Die Polizei ist gekommen. Und sie hat Janik abgeführt. Das ist wie im Film. Tito, der Hermann. Er hat recht gehabt mit allem, was er gesagt hat. Der Janik ist ein Verbrecher. Oh mein Gott. Nora, warte schnell. Die Mami kommt sicher gerade. Nein, es war tatsächlich die Polizei da und haben Janik verhaftet. Was? Habt ihr schon gebetet? Was? Der Janik verhaftet? Ja, ich weiss auch nicht warum. Also, die Polizei ist richtig mit Vollmontur und Maschinengewehr. Ich glaube, ich habe keinen Hunger. Ich gehe ins Zimmer. Sven, warte doch. Das wird schon alles seinen Grund haben. Das ist richtig, das hat seinen Grund. Gute miteinander. Endlich, komm, schnell! Sie hat Jannik mit! Was? Wer? Polizei! Was? Wirklich? Ja! Warum? Komm, ich Woher? weiß doch auch nicht!
irgendetwas ist hier faul. Das habe ich schon gedacht, als ich neulich den Tito aus dem Janik in der Wohnungsleih rauskam. Der Tito? Was hat denn der Tito mit dem zu tun? Nein, ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber komm, ich erzähle dir drinnen, was ich gesehen habe. Was macht jetzt die für ein Theater? Mein Rücken fängt wieder an weh zu tun. Hast du mitbekommen? Sie haben den Janik verhaftet. Ja, aus gutem Grund. Und dann wäre Ich habe im Fall etwas ganz Spezielles beobachtet, das ich gestern aus dem Keller bekommen. Spielt überhaupt keine Rolle, was du beobachtet hast. Ich erzähle euch ein Geheimnis. Anscheinend hat die Polizei einen Tipp bekommen, was der Janik so alles am Laufen hat auf dem Internet. Jenseits von Gut und Böse. Ja, aber... Nicht aber! Wir haben auch nichts zu wissen unter uns einen Maulwurf. Eine schreckliche Ratte. Aber zum Glück ist alles aufgeflogen. Und ich würde euch raten, der Polizei nicht in die Quere zu kommen. Was soll das heissen? Das heisst, dass es höchste Zeit ist, dass im Nager jetzt das Handwerk gelegt wird. Ich würde euch empfehlen, in der Polizei keine Geschichten zu erzählen, die das Ganze noch verwässern können. Und falls ihr das gleich macht, ich würde mich persönlich darum kümmern, dass die Polizei erfährt, wie viel Zeit ihr mit dem verbrungen habt. Zusammen Wein trinken, einander zum Essen einladen, das und jenes. Und was da schon noch alles gelaufen ist. Wir haben doch gar nichts gemacht. Das wollte ich hoffen. Also, seid still. Sonst seid ihr plötzlich auch noch in die ganze Sache verwickelt. Haben wir uns verstanden? Ja, also. Komm, wir gehen. Noch einen schönen Abend. Du, Papi, ich wollte nur fragen wegen dem Schuh. Warte schnell, warte schnell. Komm jetzt. Nein, du Vollidiot! Sorry, was hast du noch? Hey, Quadrat hat geschrieben. Du schnell umstellen auf Regio Top kommt etwas über den Fall von Janik. Guten Morgen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Regio Top News. Ich berichte hier live von der ersten Anhörung im erschütternden Fall Janik Nager. Der Anklagte sitzt hier in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft hat eine lange Liste präsentiert, die den Beschuldigten vorgeworfen wird. Die Liste geht von illegalen Glücksspielen über Geldwäscherei bis hin zur Beteiligung an kriminellen Machenschaften im Rotlichtmilieu, wo die Fäden anscheinend bis ins Ausland reichen. Die Beweislast, die auf dem Computer vom Anklagten gefunden worden ist, sei erdrückend. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er einer der Drahtzieher in diesen Angelegenheiten sei. Wer hätte gedacht, dass hier in unserer Region solche skrupellose Leute am Werk sind? Und das in einer einfachen Tarnung von einem normalen Sanitärinstallateur. Die Lage scheint sehr aussichtslos. Sogar der Anwalt vom Anklagten hat darum heute Morgen sein Amt niedergelegt. Nein. Er ist auf jeden Fall nicht an der Seite vom Anklagten aufgetaucht, sodass er völlig allein war. Auch von Freunden oder Angehörigen hat sich bis jetzt hier ziemlich niemand blicken. Der Anklagte selber sagt zu seiner Lage wenig bis nichts. Ich bin jetzt hier verbunden mit dem Herrn Kaiser, einem Anwalt von der Ja, genau. Und jetzt kommt noch der Bluffsack und gibt seinen Senf dazu. Kaiser und Söhne. Herr Kaiser, wie tut ihr die Lage einschätzen? Als ich die Anklageschrift gelesen habe, habe ich schon gerade ein paar Mal leer schlucken. Bei Herrn Nager handelt es sich offensichtlich um eine ganz durchtriebene Sorte von Mensch. Gegen aussen friedliebend und nett. Oh mein Gott! Zeug verwickelt in einen verbrecherischen Sumpf. Ja, was heisst hier verwickelt? Eigentlich der Motor davon.
Wie schätzt ihr das ein, dass sich der Herr Nager offenbar nicht verteidigt? Das ist natürlich ein geschickter Schachzug von ihm. So will er vermeiden, dass seine eigenen Aussagen gegen ihn verwendet werden können. Aber ja, gleichzeitig ist ja das eigentlich ein klares Schuldgeständnis. Wenn es nicht stimmen würde, dann würde er es ja sicher bestreiten. Ich habe es schon immer gesagt, der Jannik der gehört zu den Bösen. Tito, was ist los? Wo gehst du her? Hey! Tito! Tito? Hallo? Was ist mit dir los? Ist doch nicht so schlimm. Sag etwas. Jetzt ist es ja so, dass ihr, Herr Kaiser, zufälligerweise in dieser Liegenschaft wohnt, wo der Herr Nager kürzlich eingezogen ist. Ganz persönlich gefragt, was haltet ihr von ihm? Das Perfide an solchen Menschen ist, dass sie am Anfang ganz nett erscheinen, aber wenn man dann hinten dran sieht, dann merkt man schnell, dass da etwas faul ist. Und ich mit meinem geschulten Blick als Jurist habe das beim Herrn Nager von Anfang an gespürt. Und es ist ja auch nicht lange gegangen, bis es wegen ihm Konflikt und Unruhe gegeben unter den Mietern. Da bitte, hast du jetzt? Was hast du wollen? Psst. Hast du noch ruhig geschlafen? Aber der hat sicher nicht mit dem zu tun, oder? Der könnt mir. Und zwar kreuzweise. Herr Kaiser, was erhofft ihr euch als Jurist für ein Resultat von diesem Fall? Ja, ich hoffe, ich rechne damit, dass da eine saftige, mehrjährige Gefängnisstrafe ausgesprochen wird. Das ist doch alles gelogen! Wir haben unter uns nichts verloren. Gar nicht sein. Und sie bringen Verdacht auf alle unbescholtenen Bürger. Weil, wenn wir von solchen Menschen hören, dann fängt man sich plötzlich bei jedem Nachbar an fragen, ob hinter der normalen Fassade nicht jemand ein Verbrechen steckt. Hand aufs Herz. Wollen wir eine solche Verdachtsgesellschaft? Darum ist es wichtig, dass unsere Justiz da rigoros gegen solche Menschen durchgreift. Herr Kaiser, herzlichen Dank für eure pointierten Einschätzungen. Soweit die Reportage live vor Ort für Regio Top News. Sonja Hagenström. So, Hermann. Wenn nicht du Verantwortung übernimmst, wer das sonst? Weisst, ich bin auch noch mit schuld. Nein, Schatz, du hast doch mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Mal. Ich habe einfach nichts gesagt, wo die Polizei ist fragen. Herr Schuler, habt ihr in den letzten paar Tagen oder Wochen irgendetwas Spezielles um Herrn Jannik Nager, euren Nachbarn, mitbekommen? Nein. Ich kenne den Herrn Nager eigentlich auch nicht gut. Einfach so, wie man einen Nachbar halt kennt. Und jetzt eurer Frau schon nichts Spezielles aufgefallen? Nein. Ist alles gegen gesehen, nicht gegen? Sehr gut. Dann merci vielmals. Merci auch. Einen guten Abend. Euch auch einen guten Abend. Merci, Adel. Im Ernst? Tito! Hey, mach die Türen auf! Ah. Können wir nicht einfach alle wieder glücklich sein?
Guten Morgen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Überraschende Wende im Fall Yannick Nager. Der mit Sicherheit bereits verurteilt geschonnene Nager ist heute überraschend und von höchster Instanz freigesprochen und völlig rehabilitiert worden. Ich hab's doch gewusst! Hast du gehört? Alle Anschuldigungen, die gegen Anklagte erhoben worden sind, haben sich als völlig haltlos erwiesen und er ist mit sofortiger Wirkung freigelassen worden. Was zum Teufel? Oh mein Gott! Der Yannick ist frei! Ah, ich habe ja schon immer gedacht, dass er einer der Guten ist. Tito, hast du gehört? Hast du schon gesehen, der Yannick? Sie haben ihn freigelassen, Tito! Hallo! Ah, redest immer noch nicht mit mir? Es ist langsam langweilig, komm mal raus! Überraschend und von höchster Instanz freigesprochen und völlig rehabilitiert worden. Was hast du denn für eine Straubenfrisur? Was du denn was mit diesem Koffer? Ich wollte einfach nur noch weg hier. Und das sind ja ausnahmsweise mal gute News. Tschüss, dann. Marc, ich melde mich. Jetzt mach es nicht. Komm, wir können doch über alles reden. Komm, leg wenigstens eine Jacke an. Gegenüber Regio Top News hat sich der Anklagte geäussert, dass er wegen Rufschädigung nicht rechtlich gegen die Anschuldigungen vorgehen. Stattdessen stehe ihm jetzt der Sinn nach einem richtigen Zmorgen. Es gelustet ihn nach Fisch. Ich hab doch echt gewusst, komm, lass! Wir gehen jetzt zu ihm. Auf Fisch hätte ich nämlich auch noch Lust. Nein, weisst du, nachdem ich ihn so im Stich habe gelassen, das ist mir im Fall peinlich. Nein, komm schon, ich kenne den Yannick, der werde das sicher klären. Los, komm, wir gehen. Also. Ah, und ich noch eine Flasche Wein mit. Wie am Morgen? Tito, wenn der Yannick jetzt zu den Guten gehört, gehörst du zu den Bösen? Hast du vielleicht etwas mit all dem zu tun, mit seiner Verhaftung und so? Tito, komm da raus und red mit mir, ich komme nicht nachher. Was soll das? Du nervst! Papi, was schon gestern fragen, darf ich Schlagzeug werden? Jetzt, wenn ich definitiv in der zweiten Mannschaft spiele, hätte ich viel mehr Zeit. Was definitiv in der zweiten Mannschaft? Ja, es ist eben so, es ist immer so ein Stress mit dieser ersten Mannschaft. Und ich habe auch gemerkt, ich tue eigentlich schon gerne shooten, aber nicht so mega gerne. Darum würde ich lieber in der zweiten Mannschaft spielen, da hätte ich weniger Training. Und der Trainer hat gefunden, das sei doch gut, das kann man so. Was? Wieso? Bei uns ist noch eine nicht bestätigte Meldung eingegangen, dass es sich beim Yannick Nager um einen Sohn der berühmten Immobilienbesitzerin Elsbeth Jager handelt. Von ihr hat man schon länger nicht mehr gehört. Ihr gehört unter anderem auch die Liegenschaft, wo der Yannick Nager zuletzt gewohnt hat. Ich habe jetzt gerade meinen Kollegen in der Leitung, der vor dem Haus der Rechtsexperte Hermann Kaiser im Interview hat. Herr Kaiser, was sagen Sie zu den neuesten Entwicklungen im Fall Yannick Nager? Ich sage gar nichts ohne Anwalt. Also eigentlich bin ich ja der Anwalt. Und als solcher weiss ich, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also da muss ein Irrtum vorliegen, Justizirrtum. Du kannst nicht weg. Unsere Familie ist halt in Ordnung. Also was wollte ich sagen? Grundsätzlich ist es so, dass der Herr Nager Beziehungen haben nach ganz oben. Es kann ja nicht sein, dass da auf einmal die Beweise verschwinden. Der hat Beziehungen gehabt nach ganz oben. Und das ist Vetterli-Wirtschaft. Das ist deutlich Vetterli-Wirtschaft. Hermann, wir gehen zum Yannick Fisch essen, kommst du auch? Der wohnt eigentlich sicher nicht. Komm jetzt! Du fragst Peter oder was? Also mit grenzenloser, an sich grenzender Sicherheit wird ich mit Sicherheit hier Berufung einlegen. Und genau, was wollte ich sagen? Da ist auch mein kleines Ausreisserli. Wo bist du ja die ganze Zeit gesehen? Zum Glück hat dich niemand verwünscht. Wenn du wüsstest, was die Grossen für ein Zeug um dich gemacht haben, also wärst du das Problem. Dabei sind sie doch selber. Komm, wir bringen dich zurück in dein Versteck.